Dominik Kai ist erst 41 Jahre und leidet an Parkinson, die Krankheit mit dem typischen Zittern. Ja, die Muskelschmerzen gehen dann durch den ganzen Körper durch. Sie sagen uns, wenn es noch weh tut, ne? Wir spritzen was nach. Eine Operation soll ihm helfen. Man muss sich vorstellen, man kriegt ja so 10 cm lange eine Art Draht ins Gehirn geschoben. Ein risikoreicher Eingriff, tief ins Mittelhirn. Unsere Neurochirurgen sagen immer, ja, im schlimmsten Fall sterben sie dran. Es ist ein operativer Eingriff. Ist so mein letzter Hilfeanker im Moment, ne? 5 Jahre hatte er Medikamente genommen. Sie helfen nicht mehr. Täglich versucht er, zusammen mit seiner Lebenspartnerin Nilda Gomez, ein wenig spazieren zu gehen. Der Fuß fängt wieder an zu krampfen. Dann ziehen sich die Zehen unter die Sohle. Und ist es regelmäßig, wenn Sie ein Stück laufen? Oft. Meist, ja, eigentlich fast immer, wenn ich viel oder mehr laufe, dann geht das los. Unsere Vertrauen bleibt an die Ärzte. Seit der Diagnose vor 5 Jahren geht es Dominik Kai immer schlechter. Es tut mir auch leid, weil ich weiß nicht, wie ich ihm helfen soll. Aber der nimmt diese Tablette und dann geht es weiter. Aber dafür müssen wir eine Bank und eine Sitzmöglichkeit finden, wo er sich ausruhen kann und dann weiterzugehen. Ausflüge wie dieser sind ohne Medikamente nicht möglich. Das ist mein Medopa. Wenn ich das jetzt im Mund zergehen lasse, dann wird das über die Schleimhaut schnell aufgenommen. Und dann löst sich der Krampf wieder. Nach der OP wird alles besser werden, dass er ein bisschen mehr machen kann, mehr gehen kann, ohne diese Krämpfe, dass er bekommt. Die Operation soll jetzt die Medikamente ersetzen oder zumindest reduzieren. Denn Dominik Kai verträgt sie nicht, bekam Ausschläge, Depressionen oder Angstzustände. Viele hat er ausprobiert. So, wollen wir mal gucken, ob wir das heute in den Griff kriegen. Heute sind seine Söhne Leon und Nils wieder bei ihm. Sie wollen gemeinsam am Mofa schrauben. Früher hat er ihnen die Räder repariert. Jetzt ist Dominik Kai froh, dass er sie noch mit Ratschlägen und seiner Anwesenheit unterstützen kann. Ja, eigentlich helfen die Kinder mir mehr. Für mich ist das eigentlich schon alles zu anstrengend. Dieses Schrauben und schon die Stehen jetzt hier. Meine Beine habe ich ein Gefühl, als ob die jetzt zittern. Aber wenn ich das dann so sehe, wie die Jungs das machen, da freue ich mich dann und das baut mich dann wieder auf. Den musst du jetzt abmachen und jetzt hier oben musst du den rausziehen. Durch die Krankheit hat vor allem seine Feinmotorik gelitten. Jetzt komm du mal her, ich krieg das nicht gegriffen. Das ist auch so eine Sache mit der Motorik. Jetzt kriege ich den Draht nicht gegriffen und kann den hin und her schieben. Ich meine, ich greife was und lasse dann was fallen, weil ich es nicht im Griff habe. Und ja, die Muskelschmerzen gehen dann durch den ganzen Körper durch. Schlimm ist immer nachts, wenn man schläft. Dann, wenn der Körper liegt und die Schmerzmittel langsam nachlassen, dann kommt man überhaupt nicht zur Ruhe. Und das ist das Doofe mit den Schmerzen. Tut dir das sehr weh, dass dein Papa krank ist? Also, es geht. Er ist manchmal halt eingeschränkt in seiner Mobilität. Er kann halt nicht alles mitmachen, aber er gibt halt immer sein Bestes und versucht halt immer mit uns alles mitzumachen und so. Und dann
dann geht das schon. Rund 400.000 Menschen leiden in Deutschland an Parkinson. Aber nur etwa 10% erkranken so jung wie Domenikai. Das ist meine Arbeitsstätte, unser familiärer Betrieb, wo ich als Fleischermeister eingestellt bin bei meinem Onkel, der den Laden im Moment führt. Eigentlich sollte er das Geschäft übernehmen. Doch dann kam die Krankheit. Na, Silvia, Kathi, wie geht's euch? Uns geht's gut. Und dir? Grüß dich. Oh, nicht so gut. Nicht so gut. Nicht so gut. Als Meister war er hier verantwortlich, arbeitete häufig 10 bis 16 Stunden am Tag, bis es nicht mehr ging. Wenn ich das Messer greife, dann muss ich mit der anderen Hand immer nachkorrigieren. Und das ist dann beim Schneiden, beim Auslösen und keine fließenden Übergänge mehr. Und ich kriege auch gar nicht die Kraft aufs Messer, weil ich die Hand gar nicht so schließen kann, wie ich möchte. Gerne würde er wieder arbeiten können. Ja. Es hat einem ja die Arbeit Spaß gemacht, sonst hätte man das gar nicht so in dem Rahmen machen können. Und es macht mir ja auch noch Spaß, wenn ich es wieder könnte. Ne? Ja. Dann hoffe ich, dass das nach der OP wieder alles so in die Reihe kommt. Ne? Dass ich wieder hinter der Theke stehen kann, meine bekannten Kunden begrüßen kann und wieder da bin. Ne? Termin in der Paracelsus-Elena-Klinik in Kassel. Die Klinik ist bundesweit führend bei der Behandlung und Erforschung von Parkinson. Die Spezialisten hier haben Domenikai den neuen Weg und eine Operation vorgeschlagen. Heute hat er sein Vorgespräch. Ihm soll ein Tiefenhirnstimulator eingesetzt werden. In den 90er Jahren wurde die Methode erstmals angewandt. Bis heute ist es ein komplexer, risikoreicher Eingriff. Oberärztin Friederike Sixel-Döring behandelt Domenikai schon länger. Die erfahrene Neurologin wird die OP, die an der Uniklinik in Göttingen stattfindet, begleiten. Hallo, hier ist Sixel. Sind Sie so gut, Schwester Britta, und schicken den Herrn Kai von der 400 Firma in mein Büro? Ja, das weiß er. Ja, danke. Jo, tschüss. Schön. Kommen Sie. Nehmen Sie Platz, bitte. Ja, Herr Kai, ich wollte mit Ihnen noch mal den Ablauf von der OP kurz durchgehen. Sie werden am Donnerstagmorgen als allererstes gegen 8:30 diesen Stahlring an den Kopf bekommen. Und dann wird ein CT gemacht werden und dann haben Sie diesen Ring weiterhin am Kopf und müssen etwas warten. Das ist die Phase, in der wir Berechnungen vornehmen, die uns dann eben sicher zu diesem Kern im Gehirn leiten sollen. Sie sehen hier in grün abgekürzt STN für Subthalamic Nucleus. Das ist der Nucleus subthalamicus, von dem wir eben ausgehen, dass er überaktiv ist bei ihrer Erkrankung und das ganze motorische Regulationssystem aus dem Takt gebracht hat. Und da wollen wir die Elektrode reintun. Sie sehen, der ist ziemlich klein. Es gibt hier eine Menge anderer Strukturen drumherum, die alle für die Bewegungen wichtig sind, für die koordinierten Augenbewegungen und so weiter. Und da müssen wir natürlich darauf achten, dass wir da landen und nicht woanders. Das läuft über hier, Sie sehen diese haardünne Elektrode, hat mir mein Neurochirurg eine geschenkt, die kaputt war, damit ich die mal zum Zeigen habe. Nicht? Also so dünn sind die und davon haben Sie dann welche praktisch in Ihrem Gehirn und die können Signale ableiten. Wenn diese Löcher gebohrt werden, bin ich dann bei Bewusstsein oder in Narkose? Sind Sie. Merke ich das doll? Ja, das merken Sie, es ist laut. Aber also nein, es tut erstaunlicherweise nicht weh. Also die Haut wird ja örtlich betäubt und das Bohren hat also eine Schmerzäußerung, nein. Es ist halt wahnsinnig laut. Also es ist Zahnarztbohren hoch 17 und es ist natürlich ein sehr beängstigendes Geräusch am Kopf.
Wir erklären den Patienten immer, also, dass man keine Angst davor haben muss. Also wir kommen nicht beim Kragenklöpfchen raus. Aber dieser Trepan, so heißt das Gerät, der stellt sich automatisch aus, wenn der knöcherne Widerstand durch ist. Wie geht es mir nach der OP denn so die ersten Stunden? Die meisten sind erstmal sehr erleichtert, weil es vorbei ist. Macht Ihnen das Mut oder Angst? Das gibt mir jetzt schon ein bisschen Mut mehr, ne? Also, dass man dann so diesen Aha-Effekt im Prinzip hat, ne? Also das... So. Gut, okay. Wenn keine weiteren Fragen sind, dann toi toi toi, wir sehen uns am Donnerstag. Gut. Ja, in alter Frische sozusagen. Gut. Also, tschüss, Herr Kai. Tschüss. Schon morgen früh wird Dominik Kai nach Göttingen in die Klinik fahren. Daher kommt heute Nachmittag seine ganze Familie zu Besuch. Mutter Gundula Weidlich, Stiefvater Michael, die Söhne und Freundin Nilda. Sie wollen in der schweren Zeit bei ihm sein. Einerseits freue ich mich auf die OP, dass es endlich soweit ist, aber andererseits hat man viele Gedanken und Bilder im Kopf, so, weil es ja auch nicht unerheblich ist. Da werden einem so große Löcher in den Kopf gebohrt und die arbeiten am Gehirn und Gehirn ist ja immer so eine Sache, die sagen zwar alle, das ist schmerzfrei, aber wenn man da irgendwo falsch was drückt oder schiebt, dann hat man ja doch so seine Gedanken. Ne? Wir wollen erstmal abwarten und positiv denken und dass das hinterher sich alles bessert. Ne? Wie groß ist Ihre Angst vor der OP? Ganz groß. Ganz groß. Angst verbunden mit der Hoffnung auf ein besseres Leben. So sein. Mama glaubt, ne? Ja. Es ist natürlich schwierig für uns. Ne? Also wir unterhalten uns sehr, sehr oft darüber. Es betrifft auch große Bereiche der Familie. Sowieso oft ein Tagesthema. Ja, ne? nur noch. Nur noch, ne? Das strengt einen total ein. Man kann an nichts anderes mehr denken. Ne? Es ist so. Vor allen Dingen ist es ihm ja auch in seinem Leben viel kaputt gemacht worden dadurch. Ne? Er hat ja viel dadurch verloren auch, ne? Was er aufgeben musste. Was er ja nicht mehr machen kann. Ne? Sei es Arbeit und. Er hat eine Familie, hat Kinder. Oder Jungs? Wenn ich dann wieder da bin, dann machen wir an den Mopeds weiter. Ne? Basteln an den Mopeds. Wieder richtig greifen können. Ja. So ist die Hoffnung. Aber erstmal die Operation gut überstehen. Das wird schon, klar. Noch alles Gute. Also wenn die nicht da wäre, dann glaube ich, wäre ich schon psychisch auch ganz woanders wie jetzt. Familie ist irgendwo das Wichtigste, was man bei so einer Krankheit braucht. Wenn die hinter einem stehen und einen unterstützen, das macht schon sehr viel aus. Erleichtert einem vieles auch. 8 Uhr früh am nächsten Morgen. Transport in die Universitätsmedizin Göttingen. Der Taxifahrer wartet schon. Guten Morgen, wie geht's Ihnen denn? Ja, aufgeregt, ne? Was mich jetzt erwartet, wie es weitergeht und was heute alles passiert, was morgen passiert, wie lang der Tag heute wird. Gemischte Gefühle. Wollen wir den auch noch nach hinten packen? Wie Sie möchten, Sie können auch vorne einsteigen. Ja. Schon morgen soll er operiert werden. Daher warten heute zahlreiche Voruntersuchungen auf ihn. Haben Sie heute Nacht geschlafen? Eine Stunde. Den Rest nachgedacht? Ja, nachgedacht. Gegrübelt, Schmerzen gehabt, weil die Schmerzmedikamente sind jetzt auch so weitgehend runtergefahren und ja. War nicht so schön die Nacht. Herr
Die Kasseler Neurologen haben hier gemeinsam mit den Göttingern allein im letzten Jahr 35 Tiefenhirnstimulations-OPs durchgeführt. Aufgeregt? Ein bisschen. Die Uniklinik, eine Stadt für sich. Ja, die Größe, ne? Das ist schon beeindruckend hier, ne? So, das wäre dann Ihr Bett, wenn Sie den Fensterplatz haben möchten. Gerne. Man wird immer nervöser. Was wollen Sie dagegen tun? Tja, telefoniere gleich erstmal und dann, dass man vertraute Stimmen hört, ne? Sich irgendwie beruhigen und hoffen, dass alles gut geht. Der nächste Morgen, kurz vor dem Eingriff. Ja, genau. Ja. Was passiert da jetzt genau? Wir bringen den Rahmen an. Das heißt, durch diese kleinen Löcher werden die Schrauben in der Schädeldecke, also in der Kalotte, fixiert, sodass der Kopf sich halt dann später nicht mehr bewegen kann. Sie sagen uns, wenn es noch weh tut, ne? Wir spritzen was nach. Hast du den 4. hinten? Alles Gute. Eine OP, die Dominikai viel abverlangt. Seit 2001 machen die Göttinger solche Eingriffe. Nur 3-mal gab es Komplikationen. Alles erlebt er bei vollem Bewusstsein. Nur Beruhigungs- und lokale Betäubungsmittel helfen ihm. Einzige bekannte Person ist die Kasseler Oberärztin Sixel Döring. Ihre Aufgabe ist es, beim Patienten zu sein. Besonders wenn es später darum gehen wird, ein Feedback zu erhalten. Dominikai muss während der Stimulation Auskunft geben, ob es zu einer Besserung der Symptome kommt, ob beispielsweise Hände und Füße weniger krampfen. Deshalb wurden auch alle Parkinson-Medikamente abgesetzt. Der unangenehmste Teil für den Patienten, das Öffnen der Schädeldecke. Okay. Ist das schnell? Das ist laut, ne? Hat das wehgetan? Nee, wehgetan nicht. Was muss laut werden? Ja. Vibrieren, ne? Ja. Für Herrn Kai war dieses Geräusch, was damit verbunden war, durch den Knochen zu bohren, am unangenehmsten. Es hat ihm nicht wehgetan, aber es ist dieses laute Geräusch im Kopf, was extrem unangenehm wahrgenommen wurde. Was wir machen, wir senken ja mehrere Elektroden ab, um den besten Ort zu finden. Und ich gucke jetzt, dass die Elektroden, die wir praktisch in das Zielgebiet stecken wollen, dass sie auch ohne irgendeine Abweichung platzierbar sind und an der Hirnoberfläche nichts kaputt machen. So, jetzt sind wir 20 mm vor dem Ziel. In der schwarzen Substanz im Mittelhirn, der Substantia nigra, die bei Parkinson betroffen ist. Die werden jetzt über diese Hülsen eingeführt. Das ist eine wahnsinnige Pittelarbeit, finde ich. Damit die elektrischen Impulse später punktgenau die krankheitsbedingte Überaktivität hemmen. Etwa 40.000 € kostet die mit 6 Stunden angesetzte OP. Eine Teamarbeit von Neurochirurgen, Neurologen und Elektrophysiologen, die höchste Konzentration erfordert, sowie die Mitwirkung des Patienten. Das ist hoffnungslos. Die Elektroden sitzen noch nicht am gewünschten Punkt im Gehirn. Professor Rode muss nachjustieren, sich millimetergenau an den zuvor ausgerechneten Zielpunkt herantasten. Und wir würden jetzt die seitliche Elektrode testen. Das heißt, man gibt Strom drauf und guckt dann, ob Effekte sind hinsichtlich der Parkinson-Symptome, positive Effekte. Und man guckt natürlich auch nach Nebenwirkungen. Das würden wir jetzt machen. Das ist jetzt der Moment, wo der Patient tätig werden muss, genau. Wie leicht das. Ja, können Sie mal die rechte Hand auf und zu machen, bitte? Finger schön strecken. Ja. Wie fühlt es sich an in der rechten Seite? Ganz gut. Locker lassen hier, bitte. Sehr schön. Und nochmal Daumen auf Zeigefinger tippen, bitte.
Ja. Und die Faust auf und zu machen. Schön die Finger strecken. Jawohl, super. Und versuchen Sie nochmal so zu drehen. Das geht gut, ne? Ja. Wirklich. Wir sind auf dem richtigen Weg hier. Sehr schön. Er hat angemerkt, dass er es nett findet, dass ich ihm das Händchen halte. Und ich dann sagte, das sei im Preis inbegriffen. Nee, Das hilft, das oder? gehört schon dazu hier. Ja. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn der Patient dieser Situation so ausgeliefert ist, dass man durch Berührungen, eine Fußmassage oder Hand auf die Brust oder den Atem sich ein bisschen dirigieren oder so, dass man dadurch einfach woanders noch positive Körpergefühle versucht zu erwecken, weil dann einfach auch ein anderes Hirnareal mal beschäftigt ist, als nur das, was jetzt wahrnimmt, oh, da passiert was Doofes. Sie haben es geschafft. Ja? Hier, herzlichen Glückwunsch. Na, das haben Sie ja super tapfer durchgestanden. Prima. Jetzt übernimmt der Herr Inderwische komplett, ja? Sie schlafen gleich ein und dann wird der Generator unter die Haut gelegt. Dabei bin ich völlig überflüssig, deshalb fahre ich jetzt mal zurück in die Elena-Klinik. Ne? Wir sehen uns dann dort. Also tschüss, alles Gute für die nächsten Tage, ja? Nichts zu danken. Tschüss, Herr Kai. Nach 7 Stunden ist es geschafft. Doch zufrieden sind die Ärzte nicht. Sie haben gesehen, dass wir Schwierigkeiten hatten mit dem Equipment und dass wir so ein bisschen nachjustieren mussten. Deswegen bin ich schon gespannt. Wir haben natürlich durch die Röntgenuntersuchung während der Operation eigentlich immer einen ganz guten Hinweis, dass die Elektroden doch dort liegen, wo sie sind. Und deswegen gehe ich schon davon aus, dass es einen guten Effekt haben wird. Das zeigt sich erst in ein paar Wochen. Geschafft. Und was haben Sie für einen Eindruck? Wir hatten eine sehr gute klinische Antwort auf der rechten Körperhälfte. Auf der linken hat er sehr wenig Symptome, aber da hatten wir gute Signale. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass wir da auch was Gescheites programmiert kriegen. 5 Tage später meldet er sich aus seinem Krankenzimmer. War ein tierischer Eingriff, fand ich. Bin, immer noch geschafft von der OP. War alles nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. 2 Wochen später in der Paracelsus-Elena-Klinik in Kassel. Gehirnhälfte, also linke Seite ist zuständig für den... Okay. Der Generator wird programmiert. Also wir haben auf dieser Seite... Danach darf Dominik Kai endgültig nach Hause, nach Bad Pyrmont. Coca-Cola? 4 Monate später. Es ist mittlerweile Mitte Dezember. Wir besuchen Dominik Kai und seine Lebensgefährtin zu Hause. Und mache gar nichts. Stehen? Nee, schneiden geht nicht. Musst du schneiden. Ich kann nicht viel machen, Nelda. Musst du machen. Jetzt krampft er wieder so doll, dass das Bein auch dabei, dann kann man nicht stehen. Macht keinen Spaß. Mittlerweile wurde festgestellt, beide Elektroden liegen nicht optimal. Am besten man hält was fest, dass der nicht hingeht, wo er will. Würden Sie sagen, es ist schlimmer als vor der OP? Also mit der rechten Seite, ja, auch unangenehmer. Weil jetzt ein Zittern auch immer noch dazu kommt, stoßweise, was ich vorher nicht hatte. Und diese Überbewegung mit den Armen, diese Muskelanspannung, die merke ich jetzt viel extremer wie vorher. Früher konnte ich mehr mit ihm machen und er konnte auch mir helfen. Und jetzt muss ich ihm helfen. Und ich dachte, nach der OP wird alles besser. Und deswegen sind wir traurig auch. Und haben Sie schon eine Strategie, wie es weitergehen soll? das ist schwierig. Man vertraut man keinem Mensch mehr jetzt. Ne?
Man ist erst 41, aber fühlt sich schon wie ein Pflegefall, ne? Und das sollte ja alles anders werden nach der OP, ne? Ja. Auch seelisch geht man langsam kaputt, aber muss man stark bleiben, weil gerade in dieser Zeit müssen wir beide uns Halt geben. Wir fahren noch einmal nach Göttingen, wollen wissen, was genau ist schiefgelaufen. Fragen den Operateur Professor Veit-Rode, warum alles ganz anders gekommen ist als erwartet. Vom Prinzip ist für die optimale Behandlung der Symptome die exakte Lage der Elektroden in dem Zielgebiet sehr wichtig. Das ist ein kleiner Kern im Gehirn und der ist so groß wie eine Linse. Das heißt sehr, sehr klein, nur wenige Millimeter groß. Und was hier passiert ist, dass die Elektroden nicht exakt in diesem Kern lagen und damit wir zwar zu gewissen Maßen einen Effekt auf die Symptome hatten, aber eigentlich nicht ausreichend und nicht so gut, dass man damit zufrieden sein kann und der Patient damit zufrieden sein kann. Wir haben neue Hardware, die uns eigentlich ermöglichen sollte, noch genauer zu sein. Und deswegen bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir diesmal auch eine optimale Elektrodenposition hinkriegen. Mit neuen Elektroden möchte es der Chefarzt noch einmal versuchen. Dankeschön. Für Dominikai bedeutet das, er muss sich entscheiden, ob er einer zweiten OP zustimmt. Nicht leicht, denn vorher müssen alle Elektroden wieder aus dem Gehirn entfernt werden. Haben Sie sich schon entschieden, dass Sie sich noch mal operieren lassen? Entschieden nicht wirklich. Mir wurde jetzt ein neuer Termin angeboten. Den habe ich auch erstmal stehen gelassen und auf einer Seite will man ja, dass es besser wird und anders wird, aber da ist man natürlich dann fertig mit der Welt erstmal, ne? Hat man so eine OP auf sich genommen und nichts funktioniert in dem Sinne, ne? Man hat so die Lust am Leben verloren. 3 Wochen später. Dominikai ist seit 5 Tagen wieder in der Uniklinik in Göttingen. Er wird heute entlassen. Meine schwarze Jacke ist ja auch noch drin. Bei der OP ist jetzt alles rausgekommen. Das heißt, Sie sind wieder auf Ihrem ursprünglichen Zustand, oder? Ja, genau. Bin jetzt da, wo ich am 21. August 2018 war. Bin ich jetzt wieder zurückversetzt worden. Das ist traurig, aber was soll man machen? Ne? Sein größter Wunsch, unbeeinträchtigt zu leben, ist erst einmal in weite Ferne gerückt. Morgen. Hallo, Herr Kai, jetzt geht's heim. Ganz kurz auf die Wunden schauen. Die sind ja geklebt. Dann nach 6 Wochen guckt man nochmal drauf und dann kann man den Eingriff nach 3 Monaten planen. Das heißt, Sie werden jetzt noch mal einen neuen Versuch starten, Herr Professor Rode. Naja, ich hatte ja, wie gesagt, mit Herrn Kai gestern gesprochen und er hat ja auch gesagt, dass die Symptome wieder zurückgekommen sind, dass es so auch jetzt nicht Erfolg, ja, dass es so nicht bleiben soll. Ja. Und deswegen macht es natürlich Sinn, dass man jetzt nochmal guckt, dass man die Elektroden so exakt platziert, dass man halt einen guten Effekt auf den Parkinson hat. Und wenn in der Zwischenzeit was sein sollte, ja, kommen Sie vorbei oder rufen Sie an. Ne, die Möglichkeit besteht ja immer. Gut. Ja? Dankeschön. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Hat er die Kraft, den Ärzten noch einmal zu vertrauen? Ja, ich glaube schon. Glauben, hoffen, sicher sein. Das kann ich in 3 Monaten erst sagen. So lange muss er warten, bis alles verheilt ist. Beim Verlassen der Klinik weiß er noch nicht, dass bald die nächste schlechte Nachricht kommt. Die Corona-Krise. Und mit ihr die Entscheidung, alle verschiebbaren Operationen zu unterlassen. Auch seine Operation, auf unbestimmte Zeit, verschoben.